Kommen wir zum nächsten Prüfplatz, der sogenannten Schwingprüfanlage. Jeder, der sich schon mal aus dem Bordbistro von einem Zug einen Kaffee geholt hat, weiß, wie schwer es ist, mit diesem Kaffee durch 10 Zugabteile zu gehen, weil man ständig von links nach rechts hin und her geschleudert wird. Das ist natürlich eine mechanische Belastung. Und für diese mechanische Belastung hier im Labor nachzusimulieren, haben wir eine Schwingprüfanlage. Bei uns heißt die Shaker. Das ist ein Shaker. Und der Shaker macht nichts anderes, als dass er die mechanische Belastung, die wirklich in der Realität auftritt, also im Zug, im Auto, im Flugzeug oder auch nur, wenn Güter transportiert werden, diese hier nachzusimulieren. Der Shaker würde jetzt dieses Auto in der sogenannten horizontalen Richtung bewegen. Zurzeit ist der Shaker aber so aufgebaut, dass wir vertikal sind, in der vertikalen Achse und wir oben drüber auch noch eine große Temperaturkammer haben. Das bedeutet, wenn der Prüfling, unser Auto, die Batterie, jetzt hier auf diesem Shaker aufgebaut ist, würde sie so hin und her bewegt werden. Also wir bilden die mechanische Belastung in der vertikalen Achse nach. Man kann sich auch vorstellen, wenn man mal mit dem Auto über einen Bordstein fährt, dann wird dieser Prüfling geschockt, er bekommt einen Schock. Das ist ein kurzer Impuls, der relativ hoch ist. Und damit das Ganze absolut realistisch ist und so ist auch wie draußen in der wirklichen Natur, haben wir natürlich auch diese Temperaturkammer drüber. Die Batterie wird bestromt, geladen, entladen, sie wird überwacht. Der Shaker wackelt hin und her, je nachdem welches Profil dort benötigt wird. Und der Prüfling wird kalt und warm gemacht. Und die Prüflinge bleiben hier teilweise bis zu 2-3 Tagen auf dieser Prüfanlage und müssen dann beweisen, dass sie diese mechanische Festigkeit aushalten.